halt, stopp! Wir werfen im Schnitt viel zu viel Essen weg. Das muss nicht sein, das darf nicht sein. In diesem Video gehen wir mal mit etwas System ans Thema Resteverwertung. Willkommen bei der Lifehackerin. Du kennst es bestimmt auch. Du hast zu viel eingekauft, zu viel gekocht oder deine Pläne haben sich spontan geändert und du hast nun Reste zu Hause und weißt nicht so recht, was damit tun. Du bist damit definitiv nicht alleine. Vermutlich geht's den meisten ab und an so. Statt in die Tonne, wie zu Beginn des Videos gesehen, gehören die leckeren Lebensmittel aber definitiv in den Bauch. Lass uns doch mal schauen, was oft an Resten anfällt. Einerseits sind das Lebensmittel, die man in größeren Mengen eingekauft hat, als man sie beim Kochen braucht. Dann solche, die wir halt mal eingekauft haben, weil sie im Angebot waren oder so toll aussahen, aber gar nicht für ein Gericht eingeplant waren. Und die dritte Kategorie sind die gekochten Resten, weil wir ja lieber zu viel als zu wenig kochen und dann am Schluss eben Essen übrig bleibt. Das ist aber überhaupt kein Problem, solange wir es auf dem Schirm haben und die Reste verwerten, bevor sie verderben. Ich versuche mal, die eher schnell verderblichen Lebensmittel in 4 Gruppen zu packen. Zum einen sind da Sättigungsbeilagen, also gekochte Nudeln, Reis oder Kartoffeln oder hartes Brot. Das ist Gruppe 1. In der Gruppe 2 haben wir sonstige gekochte Reste, also Gemüse, Soßen, vielleicht auch Fleisch. In der dritten Gruppe sind Lebensmittel, die wir noch gar nicht gekocht haben, nun aber dringend aufgebraucht werden müssen. Das ist ebenfalls oft Gemüse, kann aber auch Käse und Fleisch sein. Und die vierte Kategorie wären dann noch süße Lebensmittel wie Joghurt, Sahne oder Früchte. Bevor wir mit den Gruppen weiterfahren, muss ich kurz eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Ich habe schon im Kindergarten begonnen, selber kleine Gerichte zu kochen. Zum Beispiel den sogenannten Hexenbrei. Und eigentlich war es nichts anderes als Resteverwertung. Es gab eine süße und eine salzige Variante. Bei der süßen Variante war meist Joghurt oder irgendwelche Flocken die Basis. Dann kamen, je nachdem, was da war, Früchte, Nüsse, Schokolade und so weiter rein. Bei der salzigen Variante war die Basis meistens übrig gebliebene Salzkartoffeln, manchmal aber auch Nudeln oder Reis. Und dann kam auch da dazu, was es gerade so hatte. Gekochtes oder rohes Gemüse, eine klein geschnittene Scheibe Wurst oder Käse und vielleicht sogar noch ein paar frische Kräuter aus dem Garten. Hexenbrei war immer ein kaltes Gericht und es war meist tatsächlich eher ein Brei. Ob es wirklich gut geschmeckt hat, weiß ich heute nicht mehr, aber damals als 5-Jährige fand ich es toll, mir das selbst zubereiten zu können. Und an dieser Stelle, danke Mama, dass du mich immer machen lassen hast. Ich hatte es jedenfalls immer gegessen, bis auf ein einziges Mal. Da hatte ich den Topf mit Kokosfett erwischt und gedacht, es sei ein Kokosraspel oder ähnliches. Ich konnte ja noch nicht lesen. Aber auch daraus habe ich gelernt, dass man nicht einfach alles nehmen kann und überlegen muss, was zueinander passt. Jetzt bin ich etwas abgeschweift, aber eigentlich auch nicht, denn das, was ich dir heute zeigen will, ist nichts anderes, als dass man Resten fast beliebig kombinieren kann. Die erste Unterscheidung ist sicher zwischen süß und salzig. Und damit zurück zu unseren 4 Gruppen. Gruppe 4 mit Joghurt, Sahne, Früchte und dergleichen kannst du untereinander fast beliebig kombinieren. Noch ein paar gehackte Nüsse oder Haferflocken rein und es gibt ein Müsli oder eine Bowl. Fertig. Die anderen 3 Gruppen können wir gut miteinander mischen und daraus ebenfalls ganz einfach 3 verschiedene Gerichte zaubern. Wir können so gut wie aus allem einen Salat zubereiten, eine Suppe oder einen Auflauf oder einen Topf. Du nimmst, wenn vorhanden, als Basis immer eine Sättigungsbeilage, also Reis, Nudeln, Kartoffeln, Brot. Daraus wird ein Reissalat, Nudelsalat, Kartoffelsalat oder Brotsalat. Als zweites gibst du rohes Gemüse wie Gurke, Tomate, Paprika dazu, was du halt an Reste noch so hast. Optional noch Resten von Wurst oder Käse. Dann brauchst du noch Salz, Pfeffer, Öl, Essig, eine beliebige Salatsauce halt und fertig. Ebenfalls aus fast allem kannst du eine Suppe zaubern. Ich bin übrigens der Meinung, Ina macht die besten Suppen. Sie schwitzt dazu immer zuerst Zwiebeln und Knoblauch an und dann kommt rein, was es hat. Rohes oder gekochtes Gemüse, allenfalls ebenfalls einige Nudeln oder Reis und dann natürlich Wasser und Brühe. Eigentlich fertig. Du kannst dich nur noch zwischen einer klaren und einer pürierten Variante entscheiden, allenfalls noch mit Kräutern und Sahne verfeinern. Fertig. Der einzige Nachteil bei dieser leckeren Suppe ist, du wirst sie kein zweites Mal genau gleich hinbekommen. Aber macht nichts, so gibt es jedes Mal eine neue. Dritte Zubereitungsart ist alles in eine Form oder einen Topf geben und dann aufwärmen oder überbacken. Da kannst du wiederum Kartoffeln, Nudeln, Reis, Brot als Basis nehmen, gekochtes oder rohes Gemüse, aber auch Reste von Soßen und Fleisch, würzen, wenn du noch hast Käse, oben drüber, in den Ofen, überbacken. Lecker!
Das ist jetzt nichts, was man Gästen servieren würde, aber manchmal ist es echter Soulfood. Es ist lecker, du musst nicht extra Geld ausgeben und du hast vor allem nichts weggeschmissen. Und wenn du mal gar keine Idee hast, dann frag ChatGPT. Wie es geht, haben wir dir vor kurzem in einem Video gezeigt. Fassen wir nochmals zusammen. Süßes mit Süßem kombinieren, zu einem Müsli oder einer Bowl. Salziges zu Salat, Suppe oder einer Art Auflauf verarbeiten. Dabei kannst du sowohl Sättigungsbeilagen wie auch Gemüse, gekocht oder roh verwenden, wie auch Resten von Soßen, Fleisch, Käse und so weiter. Es ist manchmal echt nicht schwierig. Was kochst du aus Resten? Schreib es uns unten in die Kommentare. Hier gibt es weitere Videos rund um Resteverwertung und Food Waste. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Hack. Tschüss!